Gute Nachrichten für digitale Nomaden. In 2024 sollen angeblich insgesamt 5 neue Digital Nomad Visa lanciert werden. Darüber wollen wir in diesem Video sprechen. Was ist ein digitales Nomadenvisum? Nun, das ist ein Visum, in dem man in dem Land, für welches das Visum gilt, für eine beschränkte Zeit arbeiten kann und leben kann. Manchmal sind es ein halbes Jahr, manchmal sind es ein Jahr. Vielfach lassen sich die Visa dann auch verlängern auf 2 Jahre und manchmal auch noch mehr. Wichtig ist bei jedem Visa hier vor allen Dingen auch die steuerliche Situation zu beachten. Es gibt einige Digital Nomad Visas, da zahlt man dann auf ausländische Einkünfte, selbst wenn man diese eben im Land selbst erwirtschaftet, in dem Land, wo man sich befindet, keine Steuern. Andere sagen, wenn du hier mehr als 183 Tage bist, musst du auf jeden Fall diese Einkünfte hier versteuern. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel das Digital Nomadenvisum in Argentinien. Das ist kein neues Visum. Da kannst du also dich bis zu einem Jahr in Argentinien aufhalten. Du kannst dort vor Ort in Argentinien arbeiten, musst keinerlei Steuern in Argentinien bezahlen. Wir werden sehen, dass das zum Teil bei den Visa, über die wir heute sprechen, etwas anderes ist. Dann möchte ich auch noch hier vorausschicken, dass es immer so eine Sache mit diesen Digital Nomad Visa ist und ob die dann auch wirklich kommen, das steht ehrlich gesagt vielfach in den Sternen. Es wurden schon so viele Visa angekündigt und dann haben sich viele auf diese gefreut. Ich mag mich noch an das Digital Nomad Visa für Bali erinnern, was aber dann tatsächlich nie gekommen ist. Das heißt, die Länder kündigen das ganz groß an, aber es scheitert dann in der konkreten Umsetzung. Das heißt, ob diese 5 Visa nun wirklich kommen werden, die ich jetzt hier gleich vorstellen werde, das ist etwas, das wir erst dann mit Ja beantworten können, wenn es dann wirklich soweit ist. Bisher sind alle diese Visa nur angekündigt. Du kannst heute noch keines dieser Visa tatsächlich für dich beantragen. Jetzt kommen wir aber zu der Liste. Erstes Land in unserer Liste hier, welches für 2024 ein digitales Nomadenvisum angekündigt hat, ist Südafrika. Südafrika natürlich das schönste Land der Welt, wie viele meinen. Hier kannst du mit einem normalen Touristenvisum bis zu 90 Tage bleiben. Allerdings mit dem digitalen Nomadenvisum kannst du sogar ganze 3 Jahre dich in Südafrika aufhalten und dann dort vor Ort für deine Kunden oder Arbeitgeber im Ausland arbeiten. Steuerlich ist es noch nicht so ganz klar, wie dieses Visum hier gehandhabt wird. Eines steht schon mal fest: Wenn du länger als 6 Monate dort bleiben willst in Südafrika, dann musst du dich mit dem lokalen Finanzamt in Südafrika hier registrieren. Was man dann tatsächlich an Steuern bezahlen muss und aber auch deine ausländischen Einkünfte davon betroffen sind, das kann man jetzt noch nicht sagen. Das zweite Land in unserer Liste, das dieses Jahr ein digitales Nomadenvisum lancieren will, ist Japan. Offensichtlich soll dieses Visum sogar Ende März 2024 verfügbar werden. Nun, die Japaner sind bekanntlich sehr gut und effizient organisiert. Hier habe ich also Hoffnung, dass es tatsächlich dazu kommen könnte. Hier gibt es einige Einschränkungen. Man muss eins von 49 Ländern sein, die hierfür sich qualifizieren. Alle Länder der Europäischen Union sind hier in der Liste mit enthalten und natürlich auch die Schweiz und auch viele andere europäische Länder auch. Das Visum, wie gesagt, ist für 6 Monate gültig. Damit du dich für dieses Visum qualifizierst, musst du mindestens rund $70.000 im Jahr verdienen und du brauchst eine private Krankenversicherung. Viel mehr ist sonst auch noch nicht über das Visum bekannt. Wie gesagt, Steuern musst du dann nicht bezahlen. Das Visum ist ja auch nur für ein halbes Jahr gültig. Dann musst du Japan wieder verlassen. Das dritte Land, welches dieses Jahr ein digitales Nomadenvisum lancieren will, ist Südkorea. Auch hier sind die Anforderungen relativ hoch. Du musst mindestens 65.000 US-Dollar im Jahr verdienen, darfst aber dann auch 2 Jahre in Südkorea bleiben. Allerdings, so wie es aussieht, musst du dort auch die lokalen Steuern bezahlen und die sind in Südkorea unattraktiv hoch. Das heißt, wenn es dir nur um das Land geht, um mal dort zu leben, dann sicherlich interessant. Steuerliche Vorteile aus meiner Sicht gibt es keine. Auch hier ist noch nicht hundertprozentig klar, wann dieses Visum tatsächlich verfügbar ist, wann man es beantragen kann. Es ist auch schon lange in der Mache, lange in der Pipeline. Wie gesagt,
mit diesen digitalen Nomadenvisa ist es oftmals so, dass die angekündigt werden und dann später kommen, als man denkt und vielfach ehrlich gesagt auch gar nicht kommen. Hoffen wir aber, dass für Südkorea und für die anderen Länder in dieser Liste die Visa auch tatsächlich für dich verfügbar sein werden. Das vierte Land in unserer Liste, das dieses Jahr ein digitales Nomadenvisum lanciert, sind die Philippinen. Hier kannst du insgesamt 2 Jahre mit einem solchen Visum dich dann in den Philippinen aufhalten. Mindestens musst du 24.000 US-Dollar verdienen. Für viele wird natürlich die Frage sein, warum sie überhaupt dieses Visum benötigen. Du kannst doch mit einem ganz normalen philippinischen Touristenvisum, das du lokal immer wieder verlängern kannst, insgesamt 3 Jahre in den Philippinen bleiben. Hier braucht es also kein digitales Nomadenvisum. Es erschließt sich mir also nicht wirklich hundertprozentig, was der Sinn dieses Visums sein soll. Wir werden vielleicht mehr davon hören. Steuerlich sind die Philippinen natürlich attraktiv. Auslandseinkünfte sind grundsätzlich steuerfrei. Und das gilt sowieso auch schon jetzt für digitale Nomaden und Personen, die dort aus dem Ausland hinziehen. So, und zu guter Letzt gibt es hier noch ein schönes Schmankerl. Das letzte Land auf unserer Liste ist nämlich Andorra. Tatsächlich hat Andorra schon 2023 beschlossen, dass ein digitales Nomadenvisum eingeführt werden soll, nachdem man hier lange, seit nämlich 2021, darüber spekuliert hatte. Jetzt aber kommt der Hammer. Dieses Visum steht nur 50 Personen pro Jahr zur Verfügung. 50. Nun ja, bei einem Land, das insgesamt 80.000 Einwohner hat, kann man vielleicht verstehen, dass sie nicht von digitalen Nomaden überrannt werden wollen. Es ist ja doch ein wunderschönes Land, dort in den Pyrenäen gelegen, zwischen Frankreich und Spanien. Kein EU-Mitglied. Es wird Katalanisch gesprochen, aber Spanisch und Englisch spricht auch jeder. Also tatsächlich wunderschön, auch zum Skifahren. Wunderschön. Steuerlich sehr attraktiv. Dieses digitale Nomadenvisum gilt für insgesamt 2 Jahre. Wenn du jetzt tatsächlich vorhast, in Andorra zu leben, würde ich vielleicht einen anderen Weg gehen. Du kannst doch über eine Unternehmensgründung dort ein digitales Nomadenvisum erhalten. Es sind in den letzten Jahren sehr viele Personen, nämlich 4.000 insgesamt. Stell dir mal vor, bei einer Bevölkerung von 80.000 sind allein in den letzten 24 Monaten 4.000 Neuzuzügler nach Andorra umgezogen. Eben aus all den Gründen, die ich vorhin gesagt habe. Niedrige Steuern, nicht EU-Mitglied und so weiter und so fort. Also wenn du da Interesse hast, wirklich dort zu leben, ist vielleicht dieses digitale Nomadenvisum nicht so geeignet. Da gibt es eben auch andere Visa, die eigentlich, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, relativ einfach zu bekommen sind über Unternehmensgründung oder Hauskauf oder sonst irgendwas. Nun, das waren sie, unsere 5 Länder, die 2024 ein digitales Nomadenvisum einführen wollen. Jetzt schauen wir mal, welche Visa tatsächlich kommen. Es würde mich freuen, wenn du uns hier Feedback geben würdest, welche Visa du für digitale Nomaden besonders gut findest, welche Länder du vielleicht schon bereist hast mit digitalen Nomadenvisa, wie das Ganze sich auch steuerlich verhält. Das wäre sehr für uns hier interessant. Man muss nochmal ganz generell sagen natürlich, dass für EU-Bürger die digitalen Nomadenvisa in der EU nicht zur Verfügung stehen. Wir reden hier tatsächlich also von Nicht-EU-Ländern, wo man ein solches Visum nutzen kann. Wenn auch du dich für das digitale Nomadendasein oder den Umzug ins Ausland, die Auswanderung interessierst und dabei steuerliche Unterstützung brauchst, würde ich mich freuen, mit dir im Beratungsgespräch reden zu können. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung des Videos mit hinein. Wir helfen seit fast 20 Jahren Mandanten dabei, ins Ausland umzuziehen, die steuerliche Situation zu optimieren und Vermögen im In- und Ausland aufzubauen und zu schützen. Bis dann, ich würde mich freuen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.